Als eine hübsche junge Frau brutal geschlagen und erwürgt aufgefunden wurde, waren die Einwohner der Kleinstadt Carbondale im Bundesstaat Illinois entsetzt. Und als der Mörder ein neues Verbrechen beging, brach echte Panik aus. Die Menschen befürchteten, dass ein Serienmörder in der Stadt sein Unwesen trieb. Die Ermittler begannen mit der Suche nach dem Täter, aber das war nicht einfach. Sie wurden von Zweifeln geplagt, ob es ihnen gelingen würde, diesen Fall aufzuklären. Nach langjährigen Ermittlungen stellte sich schließlich heraus, dass der Mörder die ganze Zeit in ihrer Nähe gewesen war. Im Herzen von Carbondale, Illinois, befindet sich eine der größten Universitäten des Bundesstaates, was die Stadt zu einem einzigartigen Ort im Mittleren Westen macht. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war sie ein Eisenbahnknotenpunkt. Heute ist die Southern Illinois University eine bedeutende wissenschaftliche Einrichtung. Hier studieren etwa 20.000 Studenten. Obwohl Carbondale als inoffizielle Hauptstadt von Südillinois gilt, herrscht an der Universität die Atmosphäre einer Kleinstadt. Autos dürfen das Gelände der Bildungseinrichtung nicht befahren und die Studenten gehen zu Fuß, durch den Wald oder über die Eisenbahngleise. Genauso gelangte die 21-jährige Susan Shoemake im Sommer 1981 zum Campus. Susan hatte einen weiten Weg zurückzulegen, da sie mit ihren Freundinnen außerhalb des Campus wohnte. Die junge Frau wurde in Chicago Heights geboren. Ihre Eltern waren besorgt, dass sie so weit von zu Hause entfernt studierte, aber die kleine Stadt Carbondale schien sicher zu sein. Die zielstrebige Susan wollte ihre Träume verwirklichen. Sie arbeitete als Vertriebsmitarbeiterin bei einem Studentenradiosender. Die Menschen erwarteten, dass sie in Zukunft in jedem Bereich große Erfolge erzielen würde. Es schien, als würde für Susan Shoemake alles gut laufen und ein glänzendes Leben vor ihr liegen, aber all diese Hoffnungen wurden im Frühjahr 1982 zunichte gemacht. In der Nacht des 18. August rief eine Studentin, die sich große Sorgen um ihre Nachbarin Susan Shoemake machte, bei der Polizei in Carbondale an. Sie sagte, Susan sei zu einer Versammlung an der Universität gegangen und hätte zu einer bestimmten Zeit nach Hause kommen sollen, sei aber nicht zurückgekommen. Laut der Studentin war das untypisch für sie, denn Susan hatte immer Bescheid gegeben, wenn sie sich irgendwo verspätet hatte. Obwohl die Polizei alle Anrufe ernst nimmt, weiß sie auch, dass junge Leute manchmal die Zeit vergessen, weshalb das Verschwinden der jungen Frau keine besonderen Bedenken hervorrief. Als Susan jedoch auch zum Frühstück nicht zurückkam, wurde den Polizisten klar, dass etwas passiert sein musste. Sie begaben sich zur Universität und begannen, die Umgebung zu durchsuchen, in der sie zuletzt gesehen worden war. Die Beamten durchsuchten alle Waldgebiete und die Umgebung der Bäche, aber die Suche blieb erfolglos. Dann beschlossen die Beamten, mit einer Kollegin von Susan zu sprechen. Sie berichtete, dass Susan an einer Versammlung teilgenommen habe, die jedoch vom Büro des Radiosenders in das Frauenwohnheim verlegt worden sei. Nach Angaben der Kollegin machte sich Susan nach der Versammlung auf den Weg zum Studentencenter. Sie ging einen Pfad entlang, der den Namen Ho-Chi-Minh-Pfad trug. Dieser Pfad erhielt seinen Namen während des Vietnamkriegs und war wegen seines unwegsamen Geländes und seiner Abgeschiedenheit für häufige Überfälle bekannt. War Susan auf dem Weg zum Studentencenter in Schwierigkeiten geraten? Die Polizisten begaben sich gegen Mitternacht auf den bewaldeten Pfad. Sie gingen mit Taschenlampen und bemerkten, dass das Gras auf einer Seite niedergetreten war. Nach etwa 10 bis 15 Metern fanden sie die Leiche von Susan Shoemake. Ihre Jeans und Unterwäsche waren bis zu den Knöcheln heruntergezogen, was auf eine Vergewaltigung hindeutete. Die Todesursache war unbekannt, aber es handelte sich eindeutig um einen Mord. Es schien, als wäre Susan auf dem Weg zu Boden gestoßen und zur Seite gezogen worden. Obwohl die Ermittler diese letzten Schritte nachvollziehen konnten, blieb die wichtigste Frage unbeantwortet. Susan war vor etwa 36 Stunden getötet worden und ihr Körper hatte bereits begonnen zu verwesen. Das machte es unmöglich, ihn einfach zu untersuchen und die Todesursache zweifelsfrei festzustellen. Am Tatort gab es keine eindeutigen Hinweise und die Polizei hoffte, dass die Autopsie die notwendigen Informationen liefern würde. Aber zuerst mussten sie eine noch schwierigere Aufgabe bewältigen, Susans Familie über ihren Tod zu informieren. Die Angehörigen waren verzweifelt. Der Vater und der Onkel der jungen Frau begaben sich zur Identifizierung. Es ist kaum vorstellbar, was sie durchmachen mussten. Während sich Susans Familie von dem Geschehenen erholte, begann die Polizei mit den Ermittlungen. Das Verbrechen könnte spontan gewesen sein, aber gab es in der Vergangenheit der jungen Frau jemanden, der verdächtig war?
Es stellte sich heraus, dass Susan einen Freund hatte. Sie war mit einem jungen Mann zusammen, der an der Universität studierte. Liebe bringt manchmal Schmerz mit sich. Aber kann sie jemanden zum Mord treiben? Um das herauszufinden, luden die Beamten Jake McKinnell, Susans Freund, zum Verhör vor. Nach dem Gespräch mit ihm erfuhren die Ermittler jedoch, dass Jake Susan definitiv nicht getötet haben konnte. Er hatte ein Alibi. Er befand sich in Colorado, weit entfernt vom Tatort. Es schien, als hätte niemand etwas gegen die junge Frau gehabt, und die Ermittler mussten sich fragen, ob Susan vielleicht zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen war. Als die Polizisten begriffen, dass der Mord von jemandem begangen worden sein könnte, den Susan nicht kannte, begannen sie, sich die kürzlich aus dem Gefängnis entlassenen Gewalttäter genauer anzusehen. Ein Name geriet sofort unter Verdacht. Vor 4 Monaten war ein Einheimischer, John Paul Phillips, vorzeitig aus einem nahegelegenen Gefängnis entlassen worden. Die Menschen wussten sehr gut, dass er ein gefährlicher Mann war. John Paul war in der Vergangenheit für seine übermäßige Grausamkeit bekannt. Er kam ins Gefängnis, weil er 1976 eine junge Frau entführt und ihren Freund überfahren und gefesselt hatte. Der Freund und sie überlebten, aber die Polizei geht davon aus, dass John auch 2 andere Frauen angegriffen und getötet hat. Diese Verbrechen beging Phillips, bevor er ins Gefängnis kam. Beide Morde wurden auf ähnliche Weise begangen, und John Paul Phillips wohnte in der Nähe der Opfer. Wie Susan waren sie jung und attraktiv. Die Polizei geht davon aus, dass John Paul mit dem Angriff auf eine zurückgezogene junge Studentin der University of Illinois aus Chicago namens Teresa Clark begann. Sie wurde nackt und mit durchgeschnittener Kehle aufgefunden. Sie hatte mehrere Stichwunden und hinterließ eine Blutspur, als der Täter sie ins Badezimmer schleppte. Der Mörder wusch alle Spuren vom Körper ab, sodass die Polizei ohne Beweise arbeiten musste. Das gleiche Problem trat ein Jahr später auf, als die 24-jährige Studentin Kathleen McSherry tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurde. Die junge Frau war vergewaltigt und die Kehle durchgeschnitten worden. Auch hier hinterließ der Mörder keine Spuren am Tatort. Die Polizei ist überzeugt, dass John Paul beide Morde begangen hat, und nach Susans Tod befürchteten die Ermittler, dass auch dies sein Werk war. Aber Vermutungen helfen nicht, John Paul wegen des Mordes an Susan ins Gefängnis zu bringen. Die Ermittler brauchten unwiderlegbare Beweise. Die Ergebnisse der Autopsie gaben Hoffnung auf Erfolg. Es konnte festgestellt werden, dass Susan auf den Kopf und ins Gesicht geschlagen worden war. Außerdem wurde festgestellt, dass sie vor ihrem Tod gewürgt und vergewaltigt worden war. Der Gerichtsmediziner war überzeugt, Susan war mit den Händen gewürgt worden, aber die Autopsie brachte noch etwas anderes ans Licht. Es wurden 2 Haare gefunden, die nicht von Susan stammten. Eines stammte vom Körper, das andere vermutlich aus dem Schambereich. Von Susans Leiche wurde auch genetisches Material entnommen. Das perfekte Geschenk zur Adventszeit. Erhältlich bei Amazon. Link in der Beschreibung. Aber 1981 konnte die Probe von Samenflüssigkeit wenig Aufschluss geben. Die Haare konnten den Ermittlern jedoch helfen, einen Verdächtigen zu finden. Mit den neuen Beweisen spürten die Ermittler John Paul in der Baufirma seines Vaters auf. Und natürlich war der mutmaßliche Serienmörder nicht gerade erfreut über ihren Besuch. Sie fragten ihn, ob er etwas mit Susans Tod zu tun habe, aber er leugnete alles. Den Ermittlern fiel jedoch etwas Auffälliges auf. Er hatte Kratzer im Gesicht. Da sie wussten, dass Susan sich gegen den Mörder gewehrt hatte, griffen die Polizisten diesen neuen Hinweis auf. Sie fragten John nach den Kratzern und er erklärte, dass er bei einem Freund zu Besuch gewesen sei und mit dessen Hund gespielt habe, der ihn angesprungen und ihm dabei das Gesicht zerkratzt habe. Den Ermittlern fiel es schwer, diese Erklärung zu glauben, zumal John Paul versicherte, dass er am Tag des Mordes auf einer Baustelle im Studentenwohnheim gearbeitet habe. Selbst nach seinem Alibi befand er sich in der Nähe des Tatorts. Die Ermittler verlangten Haarproben von ihm. John Paul riss sich einige aus, war aber nicht besonders hilfsbereit. Aufgrund seines Verhaltens fiel es den Polizisten schwer zu glauben, dass er unschuldig war. Er hatte bereits zuvor Straftaten begangen und die Ermittler wussten, dass er ein widerwärtiger Typ war. Alles deutete auf seine Schuld hin. Aber es gab nicht genügend Beweise für eine Verhaftung und John Paul blieb auf freiem Fuß. Als sie sein Alibi überprüften, beschlossen die Ermittler, mit dem Mann zu sprechen,
dessen Hund John laut eigener Aussage ins Gesicht gekratzt hatte. Dieser Freund wurde gefunden. Er erklärte, dass sein Hund John nicht ins Gesicht gekratzt habe. Nun waren die Ermittler sicher, den Täter gefunden zu haben. Es stellte sich jedoch heraus, dass Johns Haare nicht mit den gefundenen Haaren übereinstimmten. Die Ermittler waren verwirrt. Daraufhin teilten sie John mit, dass der Hundebesitzer seine Aussage nicht bestätigt hatte, woraufhin er sich eine neue Erklärung ausdachte. John sagte: „Eigentlich war ich mit einem anderen Freund zusammen. Wir haben mit einem Gewehr geschossen und das Zielfernrohr hat mich im Gesicht getroffen." Seinen Angaben zufolge hatte er die Wahrheit verschwiegen, weil er befürchtete, wegen des Schusses erneut ins Gefängnis zu kommen. John Pauls Freund bestätigte seine Aussage, aber die Polizei zweifelte weiterhin an seiner Unschuld. Schließlich war er am Tag von Susans Mord auf dem Campus gewesen. Und da die Ergebnisse der Analyse fehlerhaft sein konnten, blieb er der Hauptverdächtige. Als es so aussah, als würde der Fall in eine Sackgasse geraten, machte die Polizei von Carbondale eine Entdeckung, die den Verlauf der Ermittlungen völlig verändern konnte. 400 Meter vom Ho-Chi-Minh-Pfad entfernt wurde eine große rote Tasche gefunden. Ihr Inhalt weckte das Interesse der Ermittler. Darin befanden sich Medikamente, die in einer Apotheke der Justizvollzugsanstalt in Chester, Illinois, auf den Namen Daniel Olson verschrieben worden waren. Die Ermittler wurden sofort hellhörig. Sie setzten sich mit der Aufsichtsbehörde in Verbindung und erfuhren Einzelheiten über Olson. Er hatte eine Haftstrafe wegen Einbruchs verbüßt, war vor 3 Monaten entlassen worden und hielt sich in Carbondale auf. Das reichte aus, um ihn als Verdächtigen zu betrachten. Die Polizisten fanden heraus, dass Daniel Olson in einem billigen Motel wohnte und machten sich auf den Weg dorthin, um ihn zu befragen. Er war sehr nervös und sah den Ermittlern nicht in die Augen. Der ehemalige Häftling gab an, unter einer Brücke im Wald zu leben, 1,5 Kilometer vom Tatort entfernt. Er sagte, er habe die Tasche im Wald zurückgelassen, weil er nicht wollte, dass die Leute, mit denen er arbeitete, erfuhren, dass er aus dem Motel geworfen worden war und nun obdachlos war. Das könnte wahr gewesen sein, aber einen Obdachlosen mit krimineller Vergangenheit, der im Wald lebte, in dem Susan ermordet worden war, konnte man nicht sofort aus dem Kreis der Verdächtigen ausschließen. Etwas an ihm war verdächtig. Könnte dieser verzweifelte Bettler der Mörder sein? Die Ermittler glaubten, den Täter gefunden zu haben, obwohl es keinen Grund zu der Annahme gab, dass dieser kleine Einbrecher ein brutaler Mörder war, beschloss die Polizei dennoch, ihn zu Susans Fall zu befragen. Die Beamten fragten Daniel Olson, ob er Susan gekannt habe. Er antwortete, dass er überhaupt keine jungen Frauen aus dieser Stadt gekannt habe. Als die Polizisten ihn jedoch fragten, wo er in der Nacht des Mordes gewesen sei, stellte sich heraus, dass sein Alibi nicht sehr überzeugend war. Er gab an, dass er mit einem Freund namens Mark in der Nachbarstadt Carterville gewesen sei. Daniel gab den Ermittlern die Adresse und fuhr mit ihnen dorthin, um das Haus zu suchen. Die Suche war jedoch erfolglos. Daniel Olson führte die Ermittler zwar zu dem Haus, aber die Bewohner sagten, dass sie keinen Mark kannten. Es schien, als sei Mark eine Erfindung von Olson. Die Ermittler wollten seine Geschichte genauer untersuchen, verlangten jedoch zunächst Haarproben, und Daniel Olson stellte bereitwillig Haare von seinem Kopf und aus seinem Schambereich zur Verfügung. Als sich jedoch herausstellte, dass seine Haare nicht mit denen übereinstimmten, die auf Susans Leiche gefunden worden waren, schlossen die Ermittler ihn aus dem Kreis der Verdächtigen aus. Wochen nach Susans Ermordung gab es keine Fortschritte in den Ermittlungen. Der Fall stagnierte. Doch 3 Monate nach dem Mord erhielt die Polizei einen neuen, unerwarteten Hinweis. Nördlich von Carbondale wurde in einer verlassenen Mine die Leiche einer 30-jährigen Kellnerin und ehemaligen Studentin der Southern Illinois University gefunden. Die Ermittler bemerkten sofort die Ähnlichkeit mit dem Fall von Susan. Die Frau war brutal zusammengeschlagen und vergewaltigt worden, und das war noch nicht alles. Kurze Zeit später wurde eine weitere Frau tot aufgefunden, Joan Weatherall. Zuletzt war sie gesehen worden, als sie eine Bar in einem Viertel namens The Strip verließ. Alle Hoffnungen, den Mörder von Joanna zu fassen, schwanden am Tatort. Es gab fast keine Spuren, da ihre Leiche nackt im Wasser gefunden wurde. Da innerhalb von weniger als 3 Monaten 2 Frauen vergewaltigt und ermordet worden waren, befürchtete die Polizei, dass ein Serienmörder in der Gegend sein Unwesen trieb. Einen Monat später kam es zu einem neuen Verbrechen. Eine Studentin aus Brasilien, die im Rahmen eines Austauschprogramms nach Carbondale gekommen war, wurde entführt. Diesmal ging der Täter anders vor. Sie willigte in den Geschlechtsverkehr ein, lobte den Vergewaltiger und nutzte ihre Kenntnisse der Psychologie.
In der Annahme, dass er eine Beziehung mit ihr begonnen hatte, ließ der Angreifer sie am Leben. Er brachte sie sogar an den Ort zurück, von dem er sie entführt hatte. Leider konnte sie jedoch keine Beschreibung des Angreifers abgeben, da er ihr Gesicht verdeckt hatte. Einen Monat später, als alle in Carbondale erhöhte Wachsamkeit zeigten, kam es nur 16 Kilometer entfernt, in Carterville, zu einem neuen Überfall. Die 22-jährige Florence Pusey wurde von einem Mann angehalten, der nach dem Weg zum Haus des Pastors fragte. Als sie weitergehen wollte, packte er sie von hinten und zog sie zu seinem Auto. Aber Florence hatte Glück. Sie konnte fliehen. Als er nach der Türklinke griff, versetzte sie ihm einen Tritt in den Unterleib und rannte davon. Die junge Frau vereitelte nicht nur die Pläne des Verbrechers, sondern half auch bei den Ermittlungen. Sie rannte zur Polizeistation und meldete den Vorfall. Die Polizei machte sich auf die Suche nach dem Angreifer. Die Beamten fanden schnell sein Auto und konnten den Fahrer identifizieren. Es handelte sich um den mutmaßlichen Serienvergewaltiger und Mörder John Paul Phillips. Er wurde wegen versuchter Entführung verhaftet. Als die Brasilianerin ihn identifizierte, wurde John auch wegen Vergewaltigung angeklagt. Der Mann, den alle fürchteten, saß endlich hinter Gittern. Obwohl sich die Einwohner der Stadt wieder sicher fühlten, konnten sich die Ermittler nicht zurücklehnen. Ohne Beweise für John Pauls Beteiligung an Susans Mord kam der Fall nicht voran, und er selbst war nicht bereit zu kooperieren. Phillips wollte nicht mit den Ermittlern kooperieren. Er musste sogar mit Gewalt vor Gericht gebracht werden. Im Juni 1982 wurde John Paul wegen versuchter Entführung und Vergewaltigung angeklagt und zu 45 Jahren Haft verurteilt. 2 Jahre später, als John Paul sein Gewissen entdeckte und begann, die Morde zu gestehen, dachten die Polizisten, dass sie den Fall Susan endlich abschließen könnten. Er gab Details zu den Morden an Theresa Clark, Kathleen McSherry, Joan Weatherall und mehreren anderen Opfern preis. Die Zahl der Geständnisse stieg. Die Ermittler hofften, dass er als nächstes den Namen von Susan nennen würde. John Paul erklärte jedoch, dass sie nicht sein Opfer gewesen sei. Seine Worte weckten Misstrauen, aber die Erwähnung der 3 anderen Opfer und der Ausschluss von Susan aus der Liste bestätigten die Richtigkeit seiner Aussage. Schließlich wurde John Paul Phillips zum Tode verurteilt und ins Gefängnis gebracht, wo er in die Todeszelle kam. Obwohl der Fall von Susan nicht aufgeklärt wurde, fand ihre Familie Trost in diesem Schuldspruch. Für sie war der Fall abgeschlossen. Sie waren zufrieden und glaubten, dass John Paul Phillips schuldig war. Aber für die Polizei war das nicht genug. Da sie den Fall von Susan nicht abschließen wollten, suchten sie weiter nach Hinweisen. Ohne Erfolg. 20 Jahre vergingen. Es wurden keine neuen Beweise gefunden, aber die Polizei tat weiterhin alles in ihrer Macht Stehende. Im Jahr 2000 erreichte die DNA-Analyse ein neues Niveau. Ermittler Paul Axle beschloss, dies zu nutzen. Mit Hilfe einer Probe, die der Mörder während der Vergewaltigung hinterlassen hatte, wurde ein genetisches Profil erstellt, und der gesuchte Mörder nahm langsam Gestalt an. Paul Axle beschloss, mit John Phillips zu beginnen. Er wollte dessen DNA entnehmen und die Proben vergleichen. Dabei stieß er jedoch auf ein Problem. Es stellte sich heraus, dass John Paul Phillips vor einigen Jahren in der Todeszelle an einem Herzinfarkt gestorben war. Die Situation wurde dadurch erschwert, dass es in seinem Fall keine DNA-Proben gab. Glücklicherweise war er auf dem nächstgelegenen Friedhof beigesetzt worden, sodass seine Überreste exhumiert werden konnten. Es dauerte einige Zeit, bis die Ergebnisse der DNA-Analyse vorlagen, aber das Warten hatte sich gelohnt, denn es war gelungen, eine Probe von John Pauls Leiche zu entnehmen. Etwa ein Jahr später erhielt der Ermittler die Analyseergebnisse. Die Bemühungen waren jedoch vergeblich. Es stellte sich heraus, dass John Paul Phillips nicht gelogen hatte, als er sagte, dass er Susan nicht getötet hatte. Seine DNA stimmte nicht mit der Probe überein, die auf ihrem Körper gefunden worden war. Trotz dieses Rückschlags wollte Ermittler Paul Axle nicht aufgeben. Er vertiefte sich erneut in die Akten und bemerkte eine Verbindung zu einer Person aus der Vergangenheit, die er bereits einmal in die Ermittlungen einbezogen hatte. Nach einigen Nachforschungen fand Paul heraus, dass diese Person seit vielen Jahren verschiedene Straftaten begangen hatte, ohne jemals zu einer längeren Haftstrafe verurteilt worden zu sein. Ein Fall erregte jedoch besondere Aufmerksamkeit. Mit einem Messer bedrohte er eine junge Frau in einem Einkaufszentrum und forderte sie auf, ihn an einen bestimmten Ort zu fahren. Glücklicherweise gelang es der Frau zu fliehen. Dieser Vorfall brachte die Ermittler zu einer schockierenden Erkenntnis. Der Mann, den sie für einen Kleinkriminellen gehalten hatten, könnte ein brutaler Mörder sein.
Möglicherweise war er derjenige, den sie all die Jahre gesucht hatten. Es handelte sich um Daniel Olsen. Ermittler Paul Axle beschloss, ihn zum Verhör vorzuladen, stieß jedoch erneut auf ein Problem. Es stellte sich heraus, dass Daniel nicht mehr in Carbondale lebte. Es dauerte einige Zeit, ihn zu finden. Es stellte sich heraus, dass der Mann in Detroit, Michigan lebte und auf einem Autoverwertungshof arbeitete. Paul Axle bat die örtliche Polizei, zu ihm zu fahren und eine DNA-Probe zu entnehmen. Als Daniel sich weigerte, seine biologischen Proben abzugeben, wurde dem Ermittler klar, dass der Mann etwas zu verbergen hatte. In den folgenden Monaten wurde Daniel Olsen überwacht, in der Hoffnung, einen Zigarettenstummel, eine Getränkedose oder irgendetwas anderes zu finden, das seine DNA enthielt. Dann erfuhren die Ermittler, dass sein Auto von der Polizei in Detroit gesucht wurde. Es stellte sich heraus, dass Olsen das Auto an Personen verkauft hatte, die kürzlich in einen Mordfall verwickelt waren. Als das Auto in den Besitz der Polizei gelangte, begannen die Ermittler nach DNA-Spuren zu suchen, die Daniel hinterlassen haben könnte. Als sie einen Aschenbecher voller Zigarettenkippen sahen, hatten die Ermittler Glück. Der Besitzer des Autos sagte: „Das sind die Zigarettenkippen des Mannes, von dem ich das Auto gekauft habe." Die Ermittler wählten einige Zigarettenkippen aus und schickten sie an das Labor der Polizei von Michigan. Es dauerte mehrere Monate, bis die Ergebnisse vorlagen, aber das Warten lohnte sich. Die DNA auf der Zigarette stimmte mit der DNA überein, die auf Susans Leiche gefunden worden war. Die Ermittler waren sehr erfreut, aber bis zum Abschluss der Ermittlungen war es noch ein langer Weg. Die Polizei musste noch eine DNA-Probe von Wilson einholen, um sicherzustellen, dass er es war, der diese Zigaretten geraucht hatte. Deshalb machte sich Ermittler Paul Eccles direkt auf den Weg nach Michigan. Dort fand er den ahnungslosen Daniel an seinem Arbeitsplatz, einem Autoparkplatz, und brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus, um eine DNA-Probe zu entnehmen. Anschließend fuhr er ihn zur Polizeistation, wo Wilson bestritt, etwas mit dem Mord an Susan zu tun zu haben. Er behauptete, sich nicht daran erinnern zu können, was er an diesem Tag getan habe. Der Ermittler konnte kein Geständnis erwirken. Daniel bestätigte jedoch, dass er am Tag von Susans Ermordung in diesem Wald gewesen war. Zusammen mit den Beweisen reichte dies aus, um einen Haftbefehl zu erwirken. Daniel Wilson wurde 23 Jahre nach dem Tod von Susan Shoemake wegen Mordes angeklagt. Bald kamen die Ergebnisse der Untersuchung. Es stellte sich heraus, dass seine DNA mit der DNA übereinstimmte, die auf Susans Leiche gefunden worden war. 2 Jahre später, am 17. März 2006, wurde Daniel Wilson des Mordes 1. Grades für schuldig befunden und zu 40 Jahren Haft verurteilt. Unter Berücksichtigung der seit 1981 geltenden Gesetze war dies die strengste Strafe, die er erhalten konnte. Obwohl Daniel Wilson den Mord an Susan Shoemake nie gestanden hat, gehen die Polizisten davon aus, dass sich an jenem schicksalhaften Tag im August 1981 Folgendes ereignet hat. Um zum Studentencenter zu gelangen, nahm Susan eine Abkürzung, die von den Studenten Ho Chi Minh Pfad genannt wurde. Ihr Wunsch, Zeit zu sparen, endete tragisch, als sie auf den vorzeitig entlassenen Daniel Wilson traf. Höchstwahrscheinlich wartete er dort auf jemanden, um ihn auszurauben. Als er jedoch die hübsche junge Frau sah, änderte er seine Pläne. Daniel erkannte, dass sie klein und wehrlos war und beschloss, sie zu vergewaltigen. Aber Susan wollte sich nicht kampflos geschlagen geben. Er würgte sie, um sie zu unterwerfen, und tötete sie dabei. Als sie sich nicht mehr wehren konnte, vollendete er sein Werk. Dies ist die einzige bekannte Vergewaltigung und Ermordung, die Wilson begangen hat, aber die Ermittler vermuten, dass es noch weitere Opfer gegeben haben könnte. Sie können kaum glauben, dass er am 17. August 1981 zum ersten Mal eine Vergewaltigung und einen Mord begangen hat. 23 Jahre lang blieb Daniel Wilson für den Mord ungestraft, aber eine Technologie, die es zum Zeitpunkt der Tat noch nicht gab, half dabei, ihn zu überführen und ins Gefängnis zu bringen. Obwohl die Polizei den Fall Susan längst abgeschlossen hat, würdigt die Stadt Carbondale weiterhin diese schöne Studentin, deren Geschichte als Lehre dient. Der Ho Chi Minh Pfad existiert nicht mehr. An seiner Stelle befindet sich nun die Gedenkallee für Susan Shoemake. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.